Manchmal spielt das Schicksal einen bösen Streich und lässt die Geschichte sich wiederholen. So war es auch in diesem Fall. Die Tochter schlug unbewusst denselben dunklen Weg ein wie ihre Mutter und beging eine schreckliche Tat nach der anderen, bis es schließlich zu einer Tragödie kam. Candice Renea Diaz wurde 1994 im Westen des Bundesstaates Kentucky geboren. Ihre Mutter und ihr Vater, Royna und Timothy, wurden früh Eltern. Sie hatten kein gutes Vorbild für die Erziehung und waren zudem abhängig von illegalen Substanzen, sodass sie ihre Tochter in chaotischen Verhältnissen aufwachsen ließen. Als Candice 4 Jahre alt war, kam Timothy ins Gefängnis. Es ist nicht bekannt, welches Verbrechen er begangen hat. Von da an ließ Royna ihre Tochter oft bei ihrer Mutter, obwohl diese alkoholabhängig war und sich nicht gut um ihre Enkelin kümmerte. An einem dieser Tage ereignete sich eine Tragödie. Es brach ein Feuer im Haus aus und die kleine Candice erlitt schwere Verbrennungen am ganzen Körper. Anschließend musste sie sich mehreren Operationen unterziehen, um sich zu erholen. Nach diesem Vorfall wurden Royna und ihre Mutter verhaftet und wegen Vernachlässigung ihres Kindes angeklagt. Sie wurden in das Gefängnis von Hopkins County in Madisonville gebracht. Candice wurde in die Obhut ihrer Tante Cynthia Diaz gegeben. Im Juni 2000, als Candice 7 Jahre alt wurde, wurden Royna offiziell die elterlichen Rechte entzogen. Dies geschah, nachdem Cynthia das Sorgerecht beantragt hatte. Als Argument wurde angeführt, dass Royna sich 2 Jahre lang nicht um Candice gekümmert und sie finanziell nicht unterstützt hatte. Während ihrer Haft rief sie ihre Tochter zunächst mehrmals an, brach aber bald den Kontakt vollständig ab. Als Timothy erfuhr, dass Cynthia das alleinige Sorgerecht für Candice beantragt hatte, versuchte er, Einspruch zu erheben und reichte eine Gegenklage ein. Da er jedoch noch im Gefängnis saß und ebenso wie Royna 2 Jahre lang keinen Kontakt zu seiner Tochter hatte und sie finanziell nicht unterstützte, waren seine Argumente zu schwach, sodass er seine Klage zurückzog und ebenfalls seine elterlichen Rechte verlor. Cynthia adoptierte Candice offiziell. Seit Candice bei ihrer Tante lebte, veränderte sich ihr Leben grundlegend. Cynthia behandelte sie wie ihre eigene Tochter und bemühte sich, ihr ein stabiles, ruhiges Leben zu ermöglichen, damit das Mädchen die Erinnerungen an die Vergangenheit vollständig hinter sich lassen konnte. Aber die Kindheitstraumata prägten Candice' Schicksal, und als sie älter wurde, begann sie, die Fehler ihrer leiblichen Mutter zu wiederholen und traf eine falsche Entscheidung nach der anderen. Als Candice die Schule abschloss, zog sie mit ihrer Adoptivmutter nach Michigan. Dort lernte sie einen Jungen namens Kyle Barrett kennen. Die beiden kamen schnell zusammen und bald wurde Candice schwanger. Sie war damals 18 Jahre alt und Kyle 20. Das Paar zog in Cynthias Haus, aber sie haben ihre Beziehung nie offiziell gemacht. Am 3. Juli 2013 brachte Candice eine bezaubernde kleine Tochter zur Welt, die den Namen Gabrielle erhielt, aber alle nannten sie liebevoll Gabby. Die Geburt des Kindes wirkte sich negativ auf die Beziehung des Paares aus. Anfang 2014 wollte Kyle sich von Candice trennen und verließ Cynthias Haus. Anfang 2015, als die kleine Gabby erst 18 Monate alt war, begann Candice eine Beziehung mit einem Mann namens Brad Edward Fields, der 4 Jahre älter war als sie. Candice war oft nicht mehr in Cynthias Haus und verbrachte immer mehr Zeit mit ihrem neuen Freund. Bald wurde sie schwanger und das Paar beschloss, zusammenzuziehen, aber sie hatten es nicht eilig, Gabby zu sich zu holen. Candice und Brad wechselten mehrmals ihren Wohnort, bis sie sich schließlich in einem Wohnwagen im Rosenville Woods Community Trailer Park in Belleville niederließen. Während Candice weg war, passte Cynthia auf Gabby auf. Und es wäre besser gewesen, wenn es so geblieben wäre, denn die Frau kümmerte sich gut um das Mädchen und sorgte für ein stabiles Leben. Die Situation änderte sich jedoch, als Gabby 4 Jahre alt wurde. Cynthia versuchte, sie in einer Vorschule anzumelden, konnte dies jedoch nicht, da sie nicht ihre rechtmäßige Vormundin war. Infolgedessen musste Gabby zu ihrer Mutter und deren neuem Freund ziehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Candice bereits eine zweite Tochter namens Zoe zur Welt gebracht. Anfangs schien die Beziehung des Paares glücklich zu sein, aber bald änderte sich alles. Seltene Streitigkeiten eskalierten zu ständigen Skandalen mit Handgreiflichkeiten. Das Paar stritt sich ständig in betrunkenem Zustand und kümmerte sich überhaupt nicht darum, dass die Kinder anwesend waren. Eines Tages im Jahr 2016 eskalierte ein Streit zu einer Schießerei. Candice rief den Notruf, nachdem sie aus dem Haus geflohen war und in einem örtlichen Club Zuflucht gesucht hatte. Der Grund für ihre Flucht war Brads brutales Verhalten. Er habe sie ins Gesicht geschlagen, ihr Handy zerschlagen, auf ihren Hund geschossen
und sich dann selbst in den Fuß geschossen, behauptete Candace. Als Candace aus dem Haus rannte, rief er ihr hinterher: »Mal sehen, ob du vor den Kugeln wegkommst«, und schoss erneut. Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die Beamten schockiert über die unhygienischen Zustände im Haus. Überall flogen Fliegen herum, es roch unerträglich nach Müll und verdorbenem Essen. Das Waschbecken war mit schmutzigem Geschirr übersät. In jedem Zimmer lag Hundekot auf dem Boden, und in einem schmutzigen Käfig, der offensichtlich lange nicht gereinigt worden war, saß ein Hauskaninchen. Blutflecken auf dem Boden vervollständigten das grauenvolle Bild. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten einen Elektroschocker, verschreibungspflichtige Tabletten, eine Schachtel mit Utensilien für den Konsum verbotener Substanzen sowie eine Tarntasche, in der sich ein Messerset, 2 Pistolen und mehrere Magazine befanden. Eine der Pistolen war nicht registriert. Brad wurde sofort verhaftet und wegen häuslicher Gewalt angeklagt. Doch nur 3 Tage später ging Candace zur Polizeiwache und verlangte, alle Anklagen gegen ihn fallen zu lassen. Sie behauptete, Brad leide an Schizophrenie, nehme aber nicht die notwendigen Medikamente, weshalb er sich regelmäßig aggressiv verhalte. Außerdem erklärte Candace unüberlegt, dass die im Haus gefundenen Waffen ihr gehörten. Da eine der Pistolen nicht registriert war, gab Candace damit faktisch den illegalen Besitz von Waffen zu. Infolgedessen wurde sie verhaftet. Als Candace vor Brad floh, checkte sie in ein Hotel ein, wo die Polizei später ihr Zimmer durchsuchte. Dort wurde ein Blanko-Rezeptformular für ein verschreibungspflichtiges Medikament gefunden, das eine betäubende Substanz enthält. Dies war ein weiterer Grund für die Anklage. Infolgedessen bekannte sich Candace der illegalen Besitz von Schusswaffen und der Fälschung eines medizinischen Dokuments schuldig. Das Gericht verurteilte sie zu 2 Jahren auf Bewährung. Brad wurde aus der Haft entlassen, was vielen völlig unlogisch erschien. Obwohl Candace ihre Anzeige wegen häuslicher Gewalt zurückzog, hatte die Polizei allen Grund, ihn wegen anderer Delikte strafrechtlich zu verfolgen, zum Beispiel wegen Störung der öffentlichen Ordnung und Schüssen in der Öffentlichkeit. Im Bundesstaat Michigan gelten strenge Gesetze, die den Gebrauch von Schusswaffen in der Öffentlichkeit verbieten, sofern dies nicht aus Gründen der Selbstverteidigung oder anderen rechtmäßigen Umständen geschieht. Aus irgendeinem Grund wurde Brad jedoch nicht wegen rücksichtsloser Schüsse angeklagt, obwohl sich der Vorfall in einem Wohnwagenpark ereignete, in dem sich viele Menschen aufhielten. Außerdem hätte er für Tierquälerei bestraft werden müssen. Er hatte auf einen Hund geschossen und ein Hauskaninchen unter schrecklichen Bedingungen gehalten. Es ist nicht bekannt, ob der Hund überlebt hat und ob die Tiere aus dem Haus entfernt wurden. Das Schrecklichste daran ist, dass in dem chaotischen Haus 2 kleine Kinder lebten. Trotz der schrecklichen Umstände unternahmen die Strafverfolgungsbehörden nichts, um sie zu schützen. Eine Frage der Inobhutnahme wurde nicht gestellt. Gabby und Zoe blieben in dem Wohnwagen, wo keine angemessenen Bedingungen für sie geschaffen wurden, und Candace und Brad stritten sich ständig, manchmal sogar mit Schusswaffen. Diejenigen, die die Familie persönlich kannten, berichten, dass die Eltern das jüngere Kind viel besser behandelten. Das war sehr auffällig. Zoe wuchs in Fürsorge und Liebe auf, was man von Gabby leider nicht behaupten konnte. Je älter sie wurde, desto schlechter wurde sie behandelt. Als das Mädchen 4 Jahre alt wurde, war sie bereits seit langem auf die Toilette gewöhnt, seit sie 18 Monate alt war. Cynthia achtete darauf und im Großen und Ganzen kam Gabby gut zurecht. Bei Candace und Brad kam es jedoch regelmäßig zu Unfällen. Sie schaffte es nicht rechtzeitig zur Toilette. Interessanterweise gab es im Kindergarten und bei Cynthia zu Hause keine derartigen Probleme. Die Erzieherinnen stellten fest, dass Gabby ein völlig selbstständiges Mädchen war und immer rechtzeitig auf die Toilette ging. Es kam der Verdacht auf, dass in der Wohnung der Mutter etwas mit Gabby nicht stimmte. Denn Inkontinenz ist oft eine Reaktion von Kindern auf Stress. Das Problem verschärft sich, wenn Eltern auf solche Zwischenfälle mit Schreien und Bestrafungen reagieren. Später stellte sich heraus, dass Candace und Brad genau das taten. Für jedes Vergehen schimpften sie mit ihr, schlugen sie und erfanden schreckliche Strafen. Zum Beispiel zwangen sie das Mädchen, eiskalte Bäder zu nehmen, einen Müllsack statt Kleidung zu tragen und im kalten Wohnzimmer zu schlafen. Aus Spaß kratzten sie Gabby mit den Fingernägeln den Rücken auf und gaben ihr starke verschreibungspflichtige Medikamente, die ihr nicht verschrieben worden waren. Eines davon war Adderall, das praktisch ein Analogon der verbotenen Substanz Amphetamin ist. Die Medikamente machten dem Mädchen sehr zu schaffen, aber die Eltern schenkten dem keine Beachtung. Brad zwang Gabby wiederholt, ihre eigenen Fäkalien zu essen und drohte sie zu ertränken.
Einmal stach er ihr in einem Wutanfall mit einer Gabel in die Haut. All diese Misshandlungen wurden von den elenden Eltern mit dem Handy gefilmt und über Facebook Messenger aneinander verschickt. Am 31. Dezember 2017 veröffentlichten Brad und Candace auf Facebook ein Foto, auf dem sie die kleine Zoe auf dem Arm halten und allen ein frohes neues Jahr wünschen. Die 4-jährige Gabby war nicht dabei. Am 1. Januar 2018 um 10 Uhr morgens rief Candace ihre Adoptivmutter Cynthia an und bat sie, so schnell wie möglich zu kommen. Eine halbe Stunde später betrat die Frau das Haus ihrer Tochter und sah, dass Gabby bewusstlos auf dem Boden im Badezimmer lag. Sie versuchte, sie wiederzubeleben, aber es half nichts. Dann rief Cynthia den Notruf. Polizei und Rettungssanitäter trafen schnell am Unfallort ein. Sie begannen Candace zu befragen, was passiert war. Sie sagte, dass Gabby gerne badete und dies oft heimlich tat. Sie füllte selbst Wasser in die Badewanne und stieg hinein. Das Gleiche tat das Mädchen am Morgen des 1. Januar, aber das Wasser war zu heiß und sie verbrühte sich. Danach rief Gabby ihre Mutter und bat sie, warmes Wasser einzulassen. Candace tat dies. Sie füllte die Badewanne zur Hälfte und setzte ihre Tochter hinein, während sie selbst Pfannkuchen zum Frühstück zubereitete. Candace behauptete, dass es für Gabby ganz normal war, 1 oder 2 Stunden in der Badewanne zu verbringen und mit ihren Spielsachen im Wasser zu spielen. Etwa 1 Stunde später kam Candace ins Badezimmer, um nach Gabby zu sehen, und sah, dass das Mädchen mit dem Gesicht nach oben im Wasser lag und nicht reagierte. Candace eilte herbei, um ihre Tochter aus der Badewanne zu ziehen, woraufhin diese Wasser erbrach. Als Cynthia gefragt wurde, was passiert sei, sagte sie, dass sie, als sie das Haus ihrer Adoptivtochter betreten habe, Gabby bewusstlos auf dem Badezimmerboden liegend gefunden habe. Brad habe ihr künstlich beatmet und eine Herzdruckmassage gegeben. Dann übernahm Cynthia und setzte die Herz-Lungen-Wiederbelebung noch einige Minuten fort. Als sie jedoch merkte, dass dies nicht half, rief sie den Rettungsdienst. Die Polizisten, die den Tatort untersuchten, bezweifelten, dass einer der Erwachsenen Gabby eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt hatte. Diese muss bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ununterbrochen durchgeführt werden, doch als die Sanitäter das Haus betraten, war niemand in der Nähe des Mädchens. Den Polizisten kam es auch seltsam vor, dass es im Badezimmer für einen solchen Vorfall zu trocken war. Candace sagte, sie habe ihre Tochter aus dem Wasser geholt und das Mädchen habe sich übergeben. Das bedeutet, dass der Boden nass gewesen sein müsste, ebenso wie Candaces Kleidung. Gabbys Körper war ebenfalls trocken, nur ihre Haare schienen leicht feucht zu sein. Die Haut an ihren Fingern war nicht schrumpelig, wie es bei längerem Aufenthalt im Wasser der Fall ist. Candace sagte jedoch, dass das Mädchen mindestens 1 Stunde lang in der Badewanne gespielt habe. Außerdem wies ihr Körper überall Verletzungen und Verbrennungen 2. Grades mit charakteristischen Blasen auf. An einigen Stellen fehlte die oberste Hautschicht, an ihrer Stelle waren rote Wunden zu sehen. Gabby wurde in einen Krankenwagen gebracht und ins Krankenhaus gefahren. Candace fuhr mit. Unterwegs intubierten die Sanitäter das Kind, um die Atemwege freizumachen, aber es war kein Wasser zu finden. Damit war die von Candace behauptete Ertrinkungstheorie völlig widerlegt. Brad blieb mit dem jüngeren Kind zu Hause. Er stand in ständigem Kontakt mit Candace. Sie berichtete ihm, was im Krankenhaus geschah. Sie schrieb, dass sie höchstwahrscheinlich ins Gefängnis kommen würde. Candace vermutete auch, dass Gabby, wenn sie überleben würde, vom Jugendamt weggenommen werden würde, weil das Mädchen erzählen würde, wie sie behandelt worden war. In einer der Nachrichten drängte Candace Brad, etwas zu beseitigen. Was sie damit genau meinte, ist nicht bekannt. In ihrer letzten Nachricht schrieb Candace, dass sie sich umbringen werde. In der Zwischenzeit versuchte die Polizei, das Haus der Familie zu durchsuchen, aber Brad ließ dies nicht zu. Die Beamten mussten gehen, kehrten jedoch bald mit einem Durchsuchungsbefehl zurück und begannen mit der Durchsuchung. Im Abfluss der Badewanne wurden Hautstücke und Haarsträhnen gefunden. Die Untersuchung ergab, dass sie von Gabby stammten. In einem Müllsack, der in der Waschküche stand, fanden sie blutige Mullbinden, blutverschmierte Haarsträhnen, mehrere Paar Einweghandschuhe, eine leere Flasche Wasserstoffperoxid und eine Tube Salbe zur äußerlichen Anwendung. Die Haarsträhnen gehörten ebenfalls Gabby. Außerdem wurde ihre DNA und die DNA von Brad auf den Einweghandschuhen gefunden. Anschließend durchsuchte die Polizei Gabbys Zimmer. Es sah überhaupt nicht wie ein Kinderzimmer aus. Überall lag Müll, herumliegende Sachen und ein paar alte Spielsachen. An der Wand stand ein Bett ohne Bettwäsche.
In Brads und Candices Zimmer fand die Polizei eine weiße, pulverförmige, verbotene Substanz. Die 4-jährige Gabby wurde ins St. Joseph's Hospital gebracht. Sie konnte nicht wiederbelebt werden, sodass die Ärzte den Tod feststellten. Als Todesursache wurden septischer Schock und Kindesmisshandlung angegeben. Es gab keinen Zweifel, dass die Eltern das kleine Mädchen getötet hatten. Nach der Obduktion wurden Details über die Folterungen bekannt, denen das Mädchen ausgesetzt war. Gabby wies zahlreiche Verletzungen auf, die durch Schläge, Verbrennungen, Erstickungsversuche und andere Verletzungen verursacht worden waren. Seltsame rote Flecken, Blasen und teilweise fehlende Haut waren die Folge thermischer Einwirkung. Es sah so aus, als hätte man Gabby mit kochendem Wasser übergossen, woran sie einen Schock erlitt und starb. Anzeichen für Ertrinken wurden nicht festgestellt. Gabbys Haare waren verfilzt und von Läusen befallen. Auf ihrer Kopfhaut waren mehrere Wunden zu sehen. Wahrscheinlich hatte ihr jemand gewaltsam die Haare ausgerissen. Außerdem wog Gabby viel weniger als normal und hatte keinen einzigen gesunden Zahn. Alle waren von Karies und Nekrose befallen. Die Gerichtsmediziner führten auch eine toxikologische Untersuchung durch und stellten zu ihrem Entsetzen fest, dass die Leiche der 4-jährigen Amphetamin und Koffein enthielt. Der Pathologe kam zu dem Schluss, dass Gabby aufgrund all ihrer Verletzungen starke Schmerzen hatte. In den letzten Minuten ihres Lebens musste sie schreckliche Qualen erleiden, die ihr Herz zum Stillstand brachten. Einige Tage später wurde ein Haftbefehl gegen Candice und Brad erlassen, aber es stellte sich heraus, dass das Paar geflohen war. Sie wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Höchstwahrscheinlich waren sie mit ihrem Auto geflohen, einem schwarzen Chevrolet Cavalier aus dem Jahr 2002 mit einem Kennzeichen aus Michigan. Ein paar Tage später wurden Candice und Brad 1000 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt im Bundesstaat Georgia gefunden. Bei ihrer Festnahme gaben sie an, dass es sich um ein Missverständnis handle. Sie seien nicht geflohen, sondern im Gegenteil nach Michigan gefahren, um sich den Behörden zu stellen. Vor Gericht rechtfertigte das Paar seine Handlungen damit, dass sie an schweren psychischen Erkrankungen litten, die nicht behandelt worden waren. Das Paar hoffte, dass dies ihnen helfen würde, wenn schon nicht die Strafe zu vermeiden, so doch zumindest zu mildern. Candice und Brad wurden untersucht und tatsächlich wurden bei ihnen Störungen festgestellt. Bei der 24-jährigen Candice wurden eine bipolare Störung, PTBS, Depressionen und Angstzustände diagnostiziert. Sie behauptete, dass alles auf die schlechte Erziehung in ihrer Kindheit durch ihre leibliche Mutter zurückzuführen sei. Bei dem 28-jährigen Brad wurden eine schizoaffektive Persönlichkeitsstörung, soziale Angststörung, PTBS und Agoraphobie, die Angst vor großen Menschenansammlungen, diagnostiziert. Vor Gericht versuchte Cynthia, die Adoptivmutter von Candice, offenbar ihre Tochter zu schützen. Gabby war ziemlich oft bei ihr zu Besuch und verbrachte mehrere Wochen in ihrem Haus. Der Richter fragte Cynthia, in welchem Zustand sich das Mädchen befand und wie es aussah. Die Frau antwortete, »Normal, für mich normal.« Cynthia erzählte, dass Gabby die letzte Novemberwoche bei ihr verbracht hatte. Sie feierten gemeinsam Thanksgiving. Sie war in guter Verfassung. Normales Gewicht, saubere und gepflegte Haare, gesunde Zähne und insgesamt fühlte sich das Mädchen wohl. Das nächste Mal sah Cynthia ihre Enkelin zu Weihnachten. Sie freute sich, ihre Großmutter zu sehen, die Geschenke mitgebracht hatte. Auch an diesem Tag sah Cynthia nichts Verdächtiges oder Beunruhigendes. Sie sagte, Candice habe ihr erzählt, dass Gabby Läuse habe, aber Cynthia habe selbst keine gesehen. Die Frau behauptete, das Mädchen habe sogar an dem Tag, an dem sich die Tragödie ereignete, normal ausgesehen. Sie bemerkte lediglich rote Flecken an den Beinen und am Gesäß. Tatsächlich handelte es sich dabei nicht nur um Flecken, sondern um Verbrennungen, an denen die Haut fehlte. Und davon gab es viel mehr, aber Cynthia beharrte darauf, dass sie nicht wisse, was das sei. Sie habe nichts Ungewöhnliches gesehen. Das Kind habe normal ausgesehen. Entgegen allen Erwartungen wurde Cynthia nicht angeklagt. Brad Edward Fields wurde wegen Mordes und Misshandlung angeklagt. Seine Verteidiger behaupteten, er sei nicht an der Misshandlung von Gabby beteiligt gewesen, aber die Nachrichten in den Messengern deuteten auf das Gegenteil hin. Nach der Festnahme beschlagnahmte die Polizei die Mobiltelefone des Paares und untersuchte die gesamte Korrespondenz zwischen Brad und Candice. Darin fanden sich zahlreiche Fotos und Videos, die die Misshandlungen des Paares an Gabby belegten. Am 9. Oktober 2018 wurde Brad zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung verurteilt. Er hat seine Schuld nie zugegeben. Candice Renee Diaz wurde wegen derselben Vorwürfe wie Brad angeklagt,
Aber am 5. Dezember 2018 hat sie einen Deal mit der Staatsanwaltschaft gemacht, wodurch einige Anklagepunkte fallen gelassen wurden und sie eine Haftstrafe von 30 bis 60 Jahren bekam. Vor Gericht gestand Candace, dass sie ihre Tochter am 1. Januar geschlagen und anschließend mit kochendem Wasser übergossen hatte, woraufhin Gabby starb. Sie konnte keinen Grund für ihre Tat nennen. Am Samstag, dem 13. Januar 2018, fand in einem Bestattungsinstitut in Westland eine öffentliche Trauerfeier für Gabrielle Barrett statt. Am nächsten Tag fand eine private Zeremonie statt, an der nur Verwandte teilnahmen. Gabys Leichnam wurde eingeäschert. Es ist nicht bekannt, ob sie auf einem öffentlichen Friedhof beigesetzt wurde. Gabys Vater, der 26-jährige Kyle Barrett, erfuhr aus den Nachrichten, was mit seiner Tochter passiert war. Er hatte keine Ahnung, wo sie sich befand, da der Kontakt zu Candace abgebrochen war, nachdem er im September 2017 ins Gefängnis gekommen war. Kyle wurde am 3. Januar freigelassen, nur 2 Tage nach Gabbys Tod. Das letzte Mal hatte er seine Tochter vor seiner Inhaftierung gesehen. An diesem Tag umarmte er sie nach einem Spaziergang, küsste sie und sagte ihr, dass er sie lieb habe. Das Schicksal der einjährigen Zoe, der jüngsten Tochter von Candace, ist ungewiss. Beide Elternteile wurden ihrer elterlichen Rechte enthoben, woraufhin das Jugendamt das Mädchen aus Michigan wegbrachte. Informationen über sie sind geheim, aber Gerüchten zufolge wurde Zoe adoptiert. Jetzt lebt sie in einer liebevollen Familie, wo man sich gut um sie kümmert. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.